Herzlich willkommen zu meinem zweiten Video zur Coca-Cola. Ich zeige euch heute, wie profitabel die eigentlich wirtschaften, welche Belohnung dabei für uns als Aktionäre herausspringt und wie sicher ein Investment in dieses Unternehmen denn eigentlich wäre. Natürlich dürfen auch die Kennzahlen zur aktuellen Bewertung der Aktie am Markt nicht fehlen. Auch da werde ich euch ein paar KPIs vorstellen und dazu was erklären, was die bedeuten. Nachdem ich euch über meine wichtigsten KPIs einen Überblick verschafft habe, werde ich natürlich auch darauf eingehen, welche Wettbewerber die Coca-Cola denn so direkt oder indirekt am Markt hat. Natürlich nicht alle, aber ein paar werde ich erwähnen und damit die Kennzahlen auch vergleichen. Und zu guter Letzt werde ich euch noch in einer SWOT-Analyse zeigen, wie ich die aktuellen Stärken des Unternehmens und deren Schwächen bewerte. Und außerdem noch darauf eingehen, was für Chancen ich sehe in der Unternehmensentwicklung, aber welche Risiken sich dort auch verbergen. Ich will gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Lass uns loslegen mit der Analyse der Profitabilität. Bei der Umsatzentwicklung habe ich mal die Jahre seit 2010 betrachtet. Hier sieht man, dass bis zum Jahr 2018 der Umsatz sogar etwas rückläufig war, seitdem aber wieder ansteigt. Beim Gewinn sieht es ähnlich aus, auch der steigt seit dem Jahr 2018 wieder kräftig an. Wundert euch nicht über den kleinen Dip im Jahr 2017, dies war ein Einmaleffekt steuerlich bedingt. Denn dort gab es eine Steuerreform von Donald Trump in seiner ersten Amtszeit. Der hat damals nämlich die Körperschaftssteuer gesenkt und im Gegenzug dazu mussten aber die Unternehmen, die viele Gelder im Ausland auch lagern und verdienen, eine Einmalzahlung an Steuern leisten. Und deswegen ist dieser Einmaleffekt halt zustande gekommen, dass Coca-Cola dort einen Gewinneinbruch verzeichnet hat und auch einen Margeneinbruch. Ja, aber de facto eigentlich nicht. Auf der rechten Seite seht ihr noch den Verlauf der Brutto- und Nettogewinnmargen, auch seit dem Jahr 2010. Neben dem eben erwähnten Einmaleffekt sieht man hier allerdings, dass die Margen seit 2018 tatsächlich höher geworden sind. Also der steuerliche Effekt war hier durchaus positiv. Jedoch sind die Margen seitdem ungefähr auf dem gleichen Niveau. Immer irgendwas über 20%. Im Moment bei 22,59% Nettomarge. Eine wichtige KPI, worauf ich immer schaue, weil die eigentlich aussagt, wie die Coca-Cola mit meinem Kapital umgeht, was ich ihr als Aktionär gebe, um damit zu wirtschaften, ist die Eigenkapitalrendite. Denn die Eigenkapitalrendite sagt halt aus, wie viel Prozent Gewinn mit meinem Eigenkapital erwirtschaftet wird. Und hier sieht man, ähnlich zur Grafik da oben, sie hat abgenommen, aber seit dem Jahr 2018 ist sie wieder ein wenig am Steigen, ist aber ungefähr auf dem gleichen Niveau. Ganz plump gesagt, sagt dieser ROIC eigentlich aus, wie viel Dollar Gewinn erwirtschaftet ein arbeitender Dollar des Gesamtkapitals. Also für den ROIC wird nur das Kapital, sowohl Eigen- als auch Fremdkapital, herangezogen für die Betrachtung, welches auch wirklich operativ arbeitet. Also diese ganzen liquiden Mittel, die irgendwo auf Bankguthaben rumliegen, die sind dort gar nicht Grundlage der Berechnung. Ja, das Return on Invested Capital zeigt hier eine erfreuliche Tendenz, denn es entwickelt sich leicht steigend. Also kann man sagen, jeder Dollar, den das Unternehmen in den operativen Betrieb steckt, der wird immer wertvoller. Ja, welche Arten der Belohnung bekommen wir denn eigentlich als Aktionäre für ein Investment in das Unternehmen? Zum einen zahlt Coca-Cola Dividende und das schon seit 62 Jahren kontinuierlich und hat jedes Jahr die Dividenden erhöht. Das sieht man hier sehr schön auf dem Diagramm oben links. Die Dividenden sind wirklich jedes Jahr angestiegen. Hier wird jetzt mal die Betrachtung seit 2005 aufgeführt, aber man könnte das noch viel länger in die Vergangenheit ziehen. Was auch erfreulich ist, die Dividendenrendite, die liegt so knapp unter 3%. Das ist noch nicht zu hoch, dass es irgendwie dem Unternehmen schädlich sein könnte. Es ist aber durchaus ein Wert, mit dem man gut leben kann und mit dem man auch in den Folgejahren durch Dividendensteigerungen auch eine schöne persönliche Dividende erlangen kann. Aktuell liegt sie bei 2,74%. Das ist natürlich immer vom Aktienkurs abhängig und kann variieren. Wenn ihr jetzt schaut, ist sie vielleicht mal wieder ein bisschen anders. Durch die kontinuierlichen Dividendensteigerungen hat sich auch auf 3 Jahre im Schnitt ein Wachstum von knapp 5% ergeben. Auf die letzten 5 Jahre im Schnitt von rund 4% und auf 10 Jahre gerechnet
ja, 4,67%. Und im letzten Jahr hat Coca-Cola die Dividende um 5,36% angehoben. Die Ausschüttungsquote sagt aus, wie viel Prozent vom Gewinn denn als Dividende an uns Aktionäre ausgeschüttet wird. Die ist bei Coca-Cola recht hoch, also viel höher sollte sie nicht sein, denn sie liegt bei 78,6% zurzeit. Das liegt echt so knapp an der Grenze, weil das Unternehmen kann halt das Geld, was sie ausschüttet, nicht mehr für den Betrieb reinvestieren und kann so nicht mehr an Erneuerungen arbeiten. Aber was man auch sieht, ist, dass die Quote in den letzten Jahren eigentlich immer so hoch war. Das heißt, sie können trotzdem sinnvoll wirtschaften und noch investieren in den Betrieb, obwohl sie so viel ausschütten. Und trotzdem jedes Jahr die Dividenden erhöhen und die Umsätze trotzdem steigen lassen. Welche Kennzahl ich im Zuge der Dividendenbetrachtung auch noch immer ganz hilfreich finde, ist die Sustainable Growth Rate. Das ist die, auf Deutsch übersetzt, nachhaltige Wachstumsrate. Die ist nämlich abzüglich Dividenden berechnet. Die liegt aktuell bei ca. 3% und die sagt aus, wie schnell ein Unternehmen seine Geschäftstätigkeit mit Hilfe eigener Gewinne und deren Reinvestition ausbauen kann. Also die Dividenden werden davon vom Eigenkapital abgezogen. Deswegen hast du hier auch eine Formel von Eigenkapital minus die Dividenden und davon wird dann gerechnet, wie hoch ist davon die Chance, dass das Unternehmen weiterhin wachsen kann. Und naja, okay, ist jetzt nicht hoch, aber liegt immerhin bei 3%. Auch die Aktienrückkäufe sind eine smarte Angelegenheit, um uns Aktionäre zu belohnen. Denn Aktienrückkäufe spiegeln sich indirekt dann später im Kurs wider, weil es ja weniger Aktien im Umlauf gibt und damit die Anteile, die wir besitzen, mehr wert werden. Auch steuerlich sind die für uns ganz praktisch, denn darauf müssen wir einfach keine Steuern bezahlen. Das sind dann einfach Buchgewinne, die sich im steigenden Kurs auswirken. Auf der rechten Seite habe ich euch nochmal das Kurswachstum eingeblendet. Ich betrachte in dem Fall nur die Zahlen seit 2020. Wenn ich nämlich das ganz lange in die Vergangenheit betrachten würde, würdet ihr einen starken Wachstum erkennen und ich könnte euch nicht so im Detail den jetzigen Verlauf zeigen. Das Grüne sind die Kurszuwächse und die rote Linie gibt das Top an, was noch entstanden ist durch die Dividenden. Dadurch seht ihr, wenn ihr seit 5 Jahren investiert wärt, hättet ihr mittlerweile an Kursgewinnen knapp 71% und an Dividenden nochmal was hinzubekommen, dass ihr insgesamt bei einer Rendite von 83% und ein bisschen mehr noch wert. Kommen wir nun zu den Sicherheitsfaktoren. Einen davon habe ich euch ja schon genannt. Und zwar die Ausschüttungsquote. Denn wenn die zu hoch ist, bleibt dem Unternehmen ja nichts mehr von der Liquidität übrig, um eventuelle Schulden oder unnötige Kosten zu bezahlen. Bei der Verschuldungsquote ist wichtig, dass sie nicht weiter steigt, also dass sie rückläufig ist oder sich auf einem tiefen Niveau befindet. Hier ist sehr erfreulich, wie man links sieht, die Verschuldungsquote geht auch zurück, seit dem Jahr 2018 ungefähr. Und wenn man die Verschuldungsquote im Verhältnis zum EBIT betrachtet, sieht man, dass Coca-Cola 3,18 Jahre seinen Betriebsgewinn erwirtschaften müsste, um seine gesamten Schulden wieder zu tilgen. Das Unternehmen ist 168,82% im Verhältnis zum Eigenkapital verschuldet. Das heißt, hat mehr Schulden als Eigenkapital. Auch hier ist ganz erfreulich, dass die Gesamtverschuldung zum Eigenkapital seit 2018 rückläufig war. Nur im letzten Jahr ging sie wieder ein wenig in die Höhe. Wichtig ist natürlich auch, dass Coca-Cola wegen der hohen Verschuldung die Zinsen natürlich auch tilgen kann. Deswegen betrachten wir noch den Interest Coverage. Der Interest Coverage ist der Zinsdeckungsgrad. Denn Coca-Cola kann mit dem EBIT mehr als 8-mal die Zinsen bezahlen. Also sind wir hier eigentlich auf einer sicheren Seite. Auch der Cashflow ist für mich eine KPI, die auf die Sicherheit einspielt. Deswegen betrachte ich hier auch einfach den Cashflow und den Cashflow-Verlauf. Denn der steht dafür, wie liquide das Unternehmen eigentlich ist, um seine Zahlungen und auch um meine Dividendenausschüttung gewährleisten zu können. Und auch hier sieht man, der Free Cashflow ist leicht zunehmend, von daher mache ich mir da jetzt auch keine Sorgen und freue mich drüber. Ja, die Betrachtung der letzten Kennzahlen, mit Ausnahme der Dividendenrendite natürlich, war eher auf das Unternehmen und dessen Wirtschaftstätigkeiten bezogen. Das heißt, wie viel Umsatz generiert es, sind die Umsätze steigend, ist der Gewinn steigend, werden adäquate Margen erwirtschaftet, sehr, sehr wichtiger Punkt. Und wie gesund ist das Unternehmen eigentlich? Denn darum geht es ja. Wir wollen in gesunde Unternehmen, die profitabel Gewinne erwirtschaften, investieren. Der Markt, das heißt der Aktienkurs, der momentan am Markt herrscht, der spiegelt natürlich nur zum Teil
die eigentliche wirtschaftliche Entwicklung wider. Entweder man ist nah dran oder der Kurs weicht ab, weil das Momentum einfach anders ist. Kommen mal irgendwelche schlechten News, auch vielleicht auf makroökonomischer Ebene, dass mal wieder irgendein neues Gesetz wegen Zuckersteuern rauskommen soll und so weiter. Schon hat das Auswirkungen auf den Kurs der Coca-Cola-Aktie. Und um zu bewerten, ob der Preis im Moment eher günstig oder fair bewertet oder zu teuer ist, kann man diverse Bewertungskennzahlen in Betracht ziehen. Ich habe hier jetzt zum Beispiel mal den Price-to-Free Cashflow betrachtet. Das sagt einfach aus, wie hoch der aktuelle Aktienkurs sich im Verhältnis zum Free Cashflow verhält. Man sieht hier, dass der Preis teurer wird, also die Bewertung der Aktie am Markt steigt und aktuell liegt das Verhältnis bei über 30. Eine sehr bekannte Kennzahl, die ihr bestimmt auch kennt, ist das KGV. Das KGV ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis und sagt eigentlich aus, wie das Verhältnis des Aktienkurses zum Gewinn liegt. Wie der Name eigentlich schon sagt. Ja, die Bewertung ist halt stabil bis leicht steigend, aktuell bei über 25. Hier sieht man natürlich diesen Einmaleffekt aus dem Jahr 2017 wieder, denn wenn der Gewinn natürlich durch diesen steuerlichen Einmaleffekt sinkt, dann steigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Auch die Buchwertbetrachtung kann sich lohnen. Der aktuelle Buchwert je Aktie liegt bei 18,60 $. Die Buchwertbetrachtung, die sagt aus, wie viel Geld pro Aktie bliebe den Aktionären nach Verkauf aller Vermögenswerte und Tilgung aller Schulden eigentlich noch übrig. Auf der Grafik unten sieht man, dass der Buchwert, das sind die größeren grünen Balken, auch steigen, was auf eine teurer werdende Bewertung hinweist. Wenn man von der Buchwertbetrachtung die immateriellen Vermögenswerte wie Marken oder Patente abzieht, kommt der materielle Buchwert oder auch Substanzwert genannt heraus. Der Substanzwert hier, sieht man, ist sogar ins Negative gelaufen. Das heißt, man hat sogar einen negativen Substanzwert von minus 1,18 $ je Aktie aktuell. Ja, die Entwicklung des Substanzwerts sollte man beobachten. Der sollte jetzt nicht noch weiter ins Negative schwanken. Nichtsdestotrotz hat Coca-Cola halt einfach ein sehr starkes Markenportfolio, weswegen auch die Höhe der immateriellen Vermögenswerte extrem hoch ist. Ja, jetzt haben wir relativ viel darüber erfahren, welche KPIs ich als Bewertung heranziehe für das Unternehmen, um zu gucken, wie profitabel es wirtschaftet, um zu gucken, welche Belohnung uns als Aktionären zugutekommt. Und zuletzt habe ich auch noch die Sicherheit betrachtet. Nun wollen wir das Ganze mal im Vergleich sehen zu der Konkurrenz. So direkte Konkurrenten werden schwer bei Coca-Cola, weil letztendlich ist es einer der größten Softgetränkehersteller der Welt. Ich würde eher sagen, der größte. Und es gibt halt keinen Wettbewerber, der genau das Gleiche in der Größe tut. Zu nennen wäre als nächstes die PepsiCo, aber Pepsi hat halt auch eine starke Snacks-Sparte, also kann man es nicht so direkt 1:1 vergleichen, obwohl es halt schon der größte Wettbewerber am Markt ist. Eher vergleichen von den Produkten her kann man es mit Keurig Dr. Pepper, die stellen ja die Dr. Pepper Cola unter anderem her, aber dieses Unternehmen ist halt sehr viel kleiner und hat auch nicht so die weltweite Marktpräsenz wie Coca-Cola. Um nochmal einen Vergleich mit einem Unternehmen aus einem ganz anderen Land zu bringen, habe ich nochmal die Nestle hier mit reingenommen. Lässt sich natürlich auch nicht direkt vergleichen, aber Nestle hat auch Getränke im Sortiment, hat auch einen ähnlichen Fokus im Moment, was Getränke angeht, denn sie möchten auch die Gesundheitssparte besser bedienen. Als weiteren Wettbewerber könnte man noch Monster Beverages betrachten, aber hier ist das Unternehmen nicht nur ein Konkurrent von Coca-Cola, denn Coca-Cola selber hat auch eine Beteiligung in Höhe von ungefähr 20% im Moment an Monster Beverages. Das heißt, wenn Monster Beverages Umsatz macht, dann verdient daran auch die Coca-Cola. Also es ist kein direkter Wettbewerber, weil sie selber davon auch profitieren. Dann lass uns mal loslegen und die KPIs der Coca-Cola mit denen der Wettbewerber vergleichen. Ein paar der KPIs aus meiner vorherigen Betrachtung habe ich euch hier mal aufgeführt und euch anhand von Grafiken gegenübergestellt, wie sich dort die Wettbewerber so verhalten. Bei der Nettogewinnmarge sieht man ganz deutlich, hier ist Coca-Cola der Anführer. Mit aktuell 22,6% liegt die Gewinnmarge von Coca-Cola deutlich höher als vom zweitplatzierten Nestlé. Danach kommen noch Keurig Dr. Pepper mit 14,3% und die PepsiCo mit 10,4% zur aktuellen Zeit. Bei dem Return on Invested Capital liegt hier die PepsiCo vorn mit 13,7%.
Die Coca-Cola dagegen hat aktuell nur 10,5, die Nestle knapp dahinter mit 10,2 und Keurig Dr. Pepper nicht ganz so gut mit 6,9. Bei der Eigenkapitalrendite liegt ebenfalls die Pepsi vorne, wow, mit sage und schreibe 53%, die Coca-Cola nur bei 42,8%. Keurig Dr. Pepper hat hier noch eine 5,9%, während Nestle im Moment am knappsten ist. Bei der Verschuldungsquote, also dem Chart Debt to Equity, muss man die Balken andersrum betrachten. Hier sind die Unternehmen gut, die eine besonders niedrige Verschuldungsquote aufweisen. In dem Fall ist hier der Gewinner die Nestle, denn sie ist nur mit dem 0,6-fachen vom Eigenkapital verschuldet. Der zweitbeste ist Keurig Dr. Pepper mit 0,7 und danach kommt die Coca-Cola mit dem 1,7-fachen des Eigenkapitals. Pepsi ist hier der schlechteste Kandidat mit dem 2,4-fachen an Verschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital. Bei der Betrachtung des Zinsdeckungsgrades, also dem Interest Coverage, sieht man, dass Pepsi hier weit vorne liegt, denn sie könnten mit ihrem EBIT die aktuellen Zinsen 14 Mal tilgen. Nestle dagegen nur 10,5 Mal, Coca-Cola 6 Mal, wobei hier, das ist nicht ganz die gleiche Zahl, wie ich davor betrachtet habe. Hier ist wahrscheinlich ein anderer Wert zugrunde gelegt, aber im Vergleich kann man die Zahlen halt trotzdem sehen. Bei Keurig Dr. Pepper ist die Zinsdeckung bei des 4,6-fachen des aktuellen Werts, wobei ich nicht ganz weiß, welcher Wert hier gerade zugrunde gelegt wird. Ich hatte vorhin den EBIT genommen. Wenn der Wert niedriger ist, dann wird hier vielleicht einfach der Nettogewinn genommen. Ist klar, weil mit dem Nettogewinn, der ist ja immer niedriger als der EBIT, kann ich natürlich auch weniger oft die Zinsen tilgen. Nach der Recherche und der Analyse und der Zusammenfassung in 2 Videos zu Coca-Cola komme ich nun zu folgender SWOT-Analyse, wo ich die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken des Unternehmens mal aufzeige. Zu den Stärken ist auf jeden Fall zu nennen, dass Coca-Cola hier eine starke globale Markenpräsenz hat. Sie haben auch ein umfassendes Vertriebsnetz mit den ganzen Abfüllpartnern am Markt in den verschiedenen Ländern. Aber auch die Kunden der Coca-Cola sind sehr treu. Denn sie bleiben in der Regel bei Coca-Cola, wenn sie einfach den Geschmack mögen. Dadurch entsteht halt eine hohe Kundenbindung. Sie haben aber auch eine große Produktpalette allgemein mit ganz vielen bekannten Submarken. Und des Weiteren glänzen sie einfach durch finanzielle Stärke, wie wir vorhin gesehen haben, und auch hohe Werbeausgaben, die hier im positiven Sinne einfach dazu führen, dass sie sich am Markt weiter ausbreiten können, ihre Markenbekanntheit und Beliebtheit weiter steigern können. Ja, zu den Schwächen kann man zählen, dass sie einfach außerhalb des Getränkesektors nicht genug diversifiziert sind. Denn Coca-Cola hat nur Getränke. Und außerdem bis jetzt überwiegend zuckerhaltige Getränke. Natürlich geht es jetzt auch in die Richtung, dass sie mehr kalorienreduzierte und gesundheitsförderndere Getränke an den Markt bringen. Aber sie sind immer noch halt führend in zuckerhaltigen Getränken. Das führt dann auch gleich zur nächsten Schwäche. Es entsteht nämlich die Gefahr, dass sie Imageprobleme bekommen, dass Gesundheitsdebatten entstehen und so weiter. Und durch das steigernde Gesundheitsbewusstsein der Konsumenten ist die Nachfrage nach gewöhnlichen Softdrinks auch rückläufig. Eine große Chance liegt allerdings darin, dass Coca-Cola sich natürlich auch diversifiziert, ist ja auch deren Strategie, auf mehr zuckerfreie Getränke, gesündere Getränke, kalorienreduziertere Vitamingetränke und so weiter. Sie expandieren immer weiter in Schwellenländer, um dort auch ihre Produkte zu vermarkten und damit insgesamt ihren Umsatz zu steigern. Durch den Fokus auf Nachhaltigkeit und Recycling schaffen sie auch ein positiveres Markenbewusstsein und können dafür für die nachhaltigkeits- und umweltaktiven Konsumenten auch Produkte bieten, die gerne gekauft werden. Und darüber hinaus haben sie auch viele strategische Partnerschaften mit McDonald's zum Beispiel oder mit ganz vielen anderen Unternehmen, mit denen sie Coca-Cola in Verbindung mit anderen Produkten einfach vermarkten. Als Risiko ist auf jeden Fall zu erwähnen, dass es immer weitere Gesundheitsvorschriften gibt. Es wird sowas wie Zuckersteuern diskutiert. Und obwohl Coca-Cola so ein großer Player am Markt ist, da lässt die Konkurrenz halt nicht nach.
Denn auch die Konkurrenz ist auf der Suche nach neuen Alternativen, nach Getränken, die am Markt gefragt sind, und auch die entwickeln sich natürlich weiter. Aber auch die Rohstoffpreisschwankungen können ein Risiko sein. Sieht man zum Beispiel am Kakaopreis, das betrifft Coca-Cola jetzt nicht direkt, sie haben nicht so viele kakaohaltige Getränke, aber eine Mondelez zum Beispiel, die Schokolade herstellen, die sind davon sehr stark betroffen. Ja, und nichtsdestotrotz ist natürlich auch der Klimawandel ein Risiko, denn wenn es Wasserknappheit gibt, dann wird es auch schwieriger, Getränke herzustellen. Es gibt ja immer weltweite Herausforderungen, gerade jetzt aktuell eine hohe Inflation, die Konsumenten ändern ihr Verhalten. Trotzdem hat Coca-Cola gezeigt in den letzten Jahren, dass sie gute Geschäftszahlen hinlegen können, sie trotzen den Umständen und wachsen weiterhin. Und mit dem Fokus auf gesündere Produkte, da stellt sich Coca-Cola auch gut für die Zukunft auf. Und durch die Etablierung der Marke in wachstumsstärkeren Märkten, wie den Emerging Markets, Afrika, Asien und so weiter, da eröffnen sich natürlich auch super viele Chancen für die Zukunft, noch weiter zu wachsen. Also insgesamt betrachtet ist für mich das Unternehmen ein solides Investment. Sie liefern solide Zahlen, entwickeln sich vorwärts und schütten trotzdem genug Dividende aus. Sie belohnen uns Aktionäre, der Kurs ist leicht steigend. Es ist nichts, was man jetzt mit Angst im Portfolio betrachten muss. Es ist einfach ein Investment, das hält man gerne über Jahre, ich zumindest. Und ja, freue mich alle 3 Monate über eine Dividende. Wenn ich natürlich aktuell nach Unternehmen in der Konsumgüterbranche suche, ist Coca-Cola nicht diejenige Aktie mit den günstigsten Einstiegschancen. Da würde ich aktuell mir mal die Pepsi anschauen. Die habe ich auch seit kurzem noch im Portfolio. Die hat nämlich eine viel niedrigere Bewertung im Moment, die ist sehr stark zurückgekommen. Die Mondelez hat auch wieder einen kleinen Dip. Und auch die Procter & Gamble, die ist auch ein bisschen zurückgekommen. Und ja, also ich bin ja so ein Sparplaninvestor. Ich investiere jetzt nie gleichzeitig in alle Unternehmen mit dem gleichen Betrag, sondern lasse einfach die Sparpläne zu den Unternehmen, die ich gerade nachkaufen will, immer ausführen und ändere die auch alle 2 Wochen. Und in meiner nächsten Ausführung habe ich zum Beispiel eine Procter & Gamble und eine PepsiCo drin. Coca-Cola muss aber warten, die müssen erstmal wieder eine Runde dippen. Ja, aber vielleicht habt ihr da auch eine andere Meinung zu. Ihr sagt, Coca-Cola ist auch zu den aktuellen Zahlen immer noch ein gutes Investment, das kaufe ich immer nach. Dann ja, macht das gerne, ist ein tolles Unternehmen und die Zukunft wird auch zeigen, dass sie einfach weiterhin gute Umsätze liefern und ihr werdet auch lange Freude damit haben. Meine Einschätzung. Kann sein, dass sich die Marktlage auch irgendwann mal komplett ändert, aber es sieht derzeit nicht danach aus. Ja, damit sind wir am Ende meines Videos angekommen. Danke fürs Zuschauen, lasst mir gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat und abonniert natürlich meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und wenn euch natürlich noch interessiert, wie die Coca-Cola eigentlich das meiste Geld verdient, dann schaut euch gerne das erste Video von mir an, den Teil 1. Denn dort gehe ich genau darauf ein und zeige euch, welche Prozesse Coca-Cola verwendet, um am Markt Umsätze zu generieren. Und das Video habe ich euch natürlich auch hier verlinkt. Also viel Spaß dabei und bis bald. Ciao, ciao!